Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video vom FEC-Server, vom Grinden. Und heute möchte ich nochmal über Equipment reden, beziehungsweise vor allem auch 150 Equipment als Elementor. Und kurz noch zu meinem Equipment. Also ich habe mich jetzt ja vorerst mal darauf geeinigt, mir einen 16% Kinox zu holen. Ich habe in einem anderen Video gesagt vor einer Woche, dass ich einen 28er will. Aber logischerweise, ja, kann ich mir nicht einfach sofort ein 28% Kinox-Set kaufen, weil die sind mindestens plus 8, die meisten sind vermutlich plus 10. Und die kosten nun mal auf jeden Fall über 1 Milliarde. Also plus 8 halt, keine Ahnung, 1,2, 1,3, plus 10 eher so irgendwas 1,6 bis 2. Also schon ein bisschen mehr, schon ein paar tausend F-Coin. Und ja, das ist nicht so günstig, ja. Und entsprechend muss man darauf sparen. Und jetzt ein 16% Kinox sich erstmal kurzfristig zu holen mit Blitz plus 7, Element plus 7 reicht erstmal. Wichtig ist halt vor allem, dass man die Cast-Time mitbekommt, weil es ja doch 10% mehr Cast-Time tatsächlich hat. Das ist 120er-Set und sogar 10% mehr Angriffskraft und 10% Geschwindigkeit hat es auch und mehr Int. Also ist eigentlich überall besser. Gut, Geschwindigkeit ist gleich, aber es hat halt auch die Geschwindigkeit. Also es ist kein Downgrade vom 105er-Set oder irgendwie so. Es ist einfach ein vollständiges Upgrade letztendlich. Und deswegen war es jetzt trotzdem eigentlich wichtig, dass man sich, wenn man jetzt länger spart, also keine Ahnung wie lange, ja, dann halt zumindest das erstmal sich sichert. Und ja, hat auch direkt einen Unterschied gemerkt. Also ich meine, Damage ist natürlich hochgegangen, Cast-Time ist hochgegangen. Also mit Power-Ups schmelzen die Mammuts nur so dahin, genauso wie es sein sollte. Genau. Jetzt aber halt, wie gesagt, die zukünftigen Pläne. Also das Ding ist halt, eigentlich habe ich ja gesagt, wie gesagt, 28% ATK. Kinox. Jetzt ist es aber so, dass die 150er-Sets tatsächlich doch schneller als erwartet schon sinken. Also man ruft sich ins Gedächtnis, wir sind erst bei einem Monat und ja, 2 Wochen, seitdem der FEC-Server an den Start gegangen ist. Also 1,5 Monate von 5, von über 5. Das ist schon ziemlich viel. Also ziemlich wenig. Der Preis der Sets ist schon um ziemlich viel gesunken. Und zwar werden die meisten Set-Teile, also von den nicht beliebten Klassen, also ich rede jetzt natürlich nicht von Blade oder Ringmaster oder so, sondern von, naja, Psyche bei Elementor und so und Jester, also von den eher nicht so beliebten Klassen oder auf jeden Fall nicht so viel gespielten Klassen. Oder von den Klassen, wo die Sets einfach nicht so beliebt sind. Je nachdem, wie man es jetzt sieht, ist ja egal, aus welchem Grund die Sets nicht beliebt sind. Auf jeden Fall ist es einfach so, dass die jetzt, wie gesagt, doch deutlich schneller sinken, als ich dachte. Und klar, jetzt sind sie immer noch relativ teuer, aber sie werden Tag für Tag günstiger, Woche für Woche. Und wenn man jetzt noch so, und ich bin ja erst 135, ich bin ja noch weit entfernt von 150, das wird ja mich auch noch eine Weile dauern, eine Weile kosten, bis ich 150 tatsächlich bin. Und bis dahin werden die Sets wahrscheinlich ganz schön erschwinglich werden. Und das Ding ist jetzt, warum ich überhaupt darüber nachdenke oder warum ich darüber rede, mir ein 150er Wild-Set vielleicht sogar beim Elementor zu holen, ist einfach der Grund, das Wichtigste als Elementor, oder als Magier besser gesagt, ist eigentlich 200% Cast-Time. Und vor allem als Free-to-Play-Spieler hat man jetzt natürlich nicht immer eine Cast-Time-Zuckerwatte und nicht, also Cast-Time-Zuckerwatte ist actually ein großes Problem, die immer zu haben, weil es einfach ein Power-Up ist, das man nicht im Cash-Up kaufen kann und dementsprechend ist man komplett davon abhängig, dass man das von Events oder anderen Spielern theoretisch bekommt, falls die ungebundene Zuckerwatten von irgendwelchen Events gebunkert haben oder irgendwie so. Aber das ist auf jeden Fall schwierig. Und ja, und selbst den Cast-Time Potion, gut, okay, der ist jetzt nicht so teuer, den könnte man sich schon zur Not zumindest für Dungeons oder so organisieren. Aber es ist auf jeden Fall schwieriger, mit dem 150er PvE-Set auf 200% Cast-Time zu kommen. Eigentlich unmöglich, wenn man keine ja, Ultimate-Waffe hat oder halt keine 150er-Waffe hat. Mit einem Bloody Stuff, vor allem ohne Zuckerwatte, absolut unmöglich. Und da kommt dann natürlich der Gedanke, naja, wenn die 150er Wild-Sets immer günstiger werden und vor allem das Elementor-Set sowieso nicht so extrem beliebt ist und auch immer günstiger wird und extrem viel Cast-Time gibt, dann könnte man sich ja das holen und dann könnte man zumindest die 200% Cast-Time erreichen. Wie gesagt, das ist als Magier unfassbar wichtig. Also wirklich 200% Cast-Time ist wichtiger als alles andere. Erst 200% Cast-Time und dann kommt alles andere. Wenn du keine 200% Cast-Time hast, bist du so viel schlechter, dass, wie gesagt, alle anderen Argumente erstmal wegfallen, weil das einfach das Wichtigste ist oder wichtiger ist als alles andere. Und ja, deswegen bin ich momentan am Überlegen, mir dann doch kein Kinox 28% zu holen, sondern einfach weiter Kohle zu sparen, in Protects anzulegen und so weiter.
und ja, einfach zu warten, wie sich die Preise entwickeln. Wie gesagt, der Trend ist momentan extrem nach unten, also vor allem bei den, wie gesagt, unbeliebteren Sets. Magier, beide Magier, Jester, ich weiß nicht, Knight geht, glaube ich, sogar noch. Was wäre noch so? Naja, die anderen sind, glaube ich, gar nicht so günstig, ja. Nee, das sind schon die drei, wo wirklich der Preis am niedrigsten ist. Natürlich noch weit entfernt davon, dass man es irgendwie so, naja, keine Ahnung, gefühlt geschenkt bekommt oder so. Das auf jeden Fall noch nicht. Ich meine, es kostet auch noch ein paar tausend F-Coin, die cleanen Sets oder Psykeeper, keine Ahnung, vielleicht für 2.000, 3.000. Aber egal. Verhältnismäßig ist es auf jeden Fall relativ günstig, dafür, dass wir, wie gesagt, erst bei 1,5 Monaten sind. Und wie gesagt, jetzt jede Woche abwarten, jede weitere Woche abwarten, bedeutet einfach nur, dass der Preis weiter sinkt. Und meine Tendenz ist momentan tatsächlich, mir wahrscheinlich ein 150er Wilds Elementor Set zu holen. Dann habe ich auf jeden Fall nicht den Zwang, mir eine Waffe zu kaufen, Hernes oder Lusagas Crystal Stab, nur für die 200% Cast Time. Und klar, zum Leveln, wie gesagt, mag diese Option theoretisch schlechter sein, vom reinen Damage-Output her. Aber sie ist halt wesentlich günstiger. Und ich meine, das spielt halt letztendlich dann doch eine Rolle, auch was das Ganze kostet. Weil ein Hernes-Stab oder ein Lusagas Crystal-Stab kostet momentan ein verdammtes Vermögen. Im Vergleich dazu ist das 150er-Set sowohl jetzt als auch in ein paar Wochen wesentlich günstiger. Und die, sage ich mal in Anführungszeichen, Go-To Option, wenn man eben nicht so viel Geld hat. So, kurz gerebufft. Und ja, also wie gesagt, meine Tendenz deswegen dahingehend zum Wild-Set momentan. Das kann sich natürlich jederzeit ändern, theoretisch. Aber nochmal für euch auf jeden Fall, also für die Zuschauer, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben. Wie gesagt, das Wichtigste ist 2% Cast-Time. Und mittlerweile mit den verschiedenen Sets ist es halt natürlich, oder verschiedenen Waffen, also 150 gibt es 2 Waffen und es gibt 2 Sets. Also die Optionen waren noch nie so vielfältig wie seit November, seit New Horizon gedroppt ist. Aber für euch einfach letztendlich, wenn ihr nicht wisst, welches Set ihr haben wollt oder nehmen wollt oder euch holen sollt, wie gesagt, es ist ganz einfach. Rechnet euch einfach durch. Welche Waffe habt ihr? Welche Power-Ups habt ihr immer zur Verfügung oder höchstwahrscheinlich? Wie gesagt, Zuckerwatte hat niemand immer. Also Zuckerwatte würde ich immer einfach rausrechnen, weil es ist, wie gesagt, es ist einfach ein Fake-Power-Up letztendlich. Es ist einfach extrem limitiert, sehr schwer zu bekommen. Wenn man es ungebunden bekommen kann von anderen Spielern, kostet es meistens auch ein Vermögen. Also ich erinnere mich da an Zeiten auf Burudeng. Ich weiß nicht ganz genau, ob es dann doch tatsächlich gekauft wurde, wo die vorm Guild War standen mit Cast-Time Zuckerwatte für, was weiß ich, eine für 20 Mio oder so, für eine halbe Stunde. Das ist geistesgestört teuer. Also da kann mir keiner sagen, dass das für Free-to-Play-Spieler wirklich eine Option ist. Also das ist einfach Wahnsinn. Das heißt, wenn ihr es nur mit Zuckerwatte schafft, dann wird es schwierig mit dem 150er PvE-Set. Wenn ihr es nur mit Potion schafft, also das wird für die meisten, das wird so sein. Das ist noch okay, weil der Potion, wie gesagt, das kann man vertreten. Und wenn man mit dem 150er PvE-Set 200 Caster erreicht, vor allem zum Leveln, ist das einfach insane. Also das Set macht einfach sau viel Damage mit diesen 20% PvE-Schaden. Das ist crazy. Und wie gesagt, solange ihr 200% Cast habt, ist es auf jeden Fall die Go-To-Wahl. Aber wie gesagt, wenn ihr es nicht schafft, weil ihr zum Beispiel keinen Hernes-Stab habt oder keinen Luzagas Crystal-Stab oder andere Gründe, schlechte Rolls auf euren Waffen habt oder whatever, dann, wie gesagt, vor allem wenn das Set noch günstiger wird, ist wahrscheinlich das 150er White Set erstmal eine coole Option, bis man halt sein Equipment weiter verbessert hat oder sich dann doch nochmal eine Ultimate-Waffe kauft oder rerollt oder whatever und dann doch noch die nötige Cast-Time hat, dass man dann mit dem PvE-Set auf die 200% Cast kommt. Also beide Optionen sind irgendwo gerechtfertigt, haben irgendwo ihre Vorteile und vor allem Low-Budget technisch, wie gesagt, also auch aus meiner Position hier Free-to-Play, ja, da sollte das eigentlich die Wahl sein, die die meisten Leute wahrscheinlich langfristig treffen werden. Oder vielleicht auch eher kurzfristig. Langfristig werden wahrscheinlich die meisten das 150er PvE-Set nehmen. Aber die Entwicklung bei den Waffen ist halt wirklich schwieriger, weil, ich meine, Set-Teile, also bei den Sets ist ja, es ist 50-50. Bei den Waffen ist es halt einfach so, grundsätzlich ist es natürlich auch 50-50. Aber keine Ahnung, bei den Waffen fühlt es sich irgendwie so an, als würden weniger gedroppt werden. Also ich meine, wenn man sich die Preise anguckt, heute wurde wieder diskutiert, Luzagas Crystal Bow, Current Offer 90.000 F-Coin. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind 900 Euro, ja, über die wir hier reden. Gut, es sind nicht ganz 900 Euro, es sind tatsächlich nur, was weiß ich, 830 Euro oder so.
Aber es ist Wahnsinn, ja. Und das ist außerdem noch ein Current Offer. Wahrscheinlich wurde er für mehr verkauft. Also es ist insane. Es ist komplett absurd. Im Vergleich dazu scheinen die Cleanest Elementor 150er White Sets für 2 Milliarden oder so. Es ist ein Witz dagegen, ja. Es ist ein feuchter Furz dagegen. Also es ist wirklich lächerlich. Also von dem her erscheint mir es einfach sinnvoller, sich erstmal auf das Set zu konzentrieren, um mit dem Set die 200% Cast Time zu erreichen. Und dann kann man ja später immer noch gucken, gibt es die Waffen günstiger, werden die Waffen günstiger, welche Waffen gibt es vielleicht fertige Waffen, die auch schon gute Rolls haben, whatever. Und wenn man dann die 200% Cast Time sich durchrechnet mit PvE-Set und es klappt, dann, wie gesagt, dann PvE-Set. Aber bis dahin erscheint es dem budgetfreundlichen oder dem budgetorientierten Spieler doch eher so, dass man lieber sich für die leichtere Methode, die 200% Cast Time, entscheidet, als für die Methode auf Krampf mehr Schaden zu machen, aber dann halt wirklich zwangsweise auf Power-Ups angewiesen zu sein oder darauf, dass man sich eine sauteure Waffe kauft, die man sich eigentlich gar nicht leisten kann oder gar nicht leisten will. Das ist für mich dann immer so ein Ding. Und ja, 28 Kinox, wie gesagt, ist jetzt in den Überlegungen gar nicht mehr dabei. Da muss man halt auch gucken. Also das Ding ist halt lustigerweise, teilweise werden die alten Equipments, Bloody-Waffen und 135er-Sets halt wirklich rausgetrashed von manchen Leuten. Also ich habe jetzt auch schon Sachen gehört. Also es gab ja diese eine Suit, die ich schon zigmal erwähnt habe, diese Pine Suit, 300 Mio für plus 10 mit 4 Sockeln. Gut ohne Karten, aber trotzdem ist das saugünstig grundsätzlich. Wobei man da wahrscheinlich dann eher 16% reinmachen würde, aber egal. Also teilweise trashen die Leute altes Equipment echt raus. Das heißt, wenn man da zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ist, kann man vielleicht auch tatsächlich das 135er Set mit 28%. Natürlich nicht für jede Klasse, also bei Blade und Ringmaster wie immer schwieriger, weil da einfach die Nachfrage so viel höher ist als bei den meisten anderen Klassen. Oder Ranger ist auch die Nachfrage sehr hoch. Aber Psykeeper oder Jester oder so, also wenn man da im richtigen Moment am richtigen Ort ist, da kann man wahrscheinlich so ein Set für einen Bruchteil von dem bekommen, was jemand dafür gezahlt hat. Also auch neueste Story war jetzt irgendwie eine Bloody Axe plus 10, also Two-Hand Bloody Axe, also Bloody Executioner besser gesagt, für Knight. Hat wohl jemand plus 10 mit 6 Sockeln, so sich mal auf der Zunge zergehen lassen, plus 10 für 150 Mio verkauft. Und der hat wohl angeblich über 30.000 F-Coin da reingesteckt und hat sie im Endeffekt für 700 F-Coin verkauft. Der hat einfach minus 31.300 F-Coin gemacht. Ja, natürlich selber upgraden ist immer dumm, also wenn man selber upgradet, man verliert immer Geld, also das ist sowieso klar. Aber 30.000 F-Coin, das ist geistesgestört. Also auf dem Server ist es wirklich sehr schwierig zu sagen, wie sich die Sachen entwickeln und für welchen Preis Sachen dann tatsächlich auch verkauft oder gekauft werden, weil wirklich jede Woche hört man andere Stories und so. Und ja, manche Leute haben einfach altes Equipment, das sie nicht mehr wollen und verkaufen das dann halt auch wirklich für extrem weirde Preise, wo sich jeder eigentlich denkt, so, wieso zum Teufel verkaufst du das so günstig? Oder ja, die wollen es einfach loswerden, soll schnell gehen, whatever. Also manchmal macht das keinen Sinn, aber es ist einfach so. Und generell die Preisentwicklung, jede Woche kann man neue Sachen beobachten. Also es ist auch irgendwo ein Geduldsspiel, sag ich mal, dass man einfach guckt, dass man am richtigen Zeitpunkt zuschlägt. Und das Wichtigste ist, als Free-to-Play-Spieler, der nicht so viel Geld verdient, einfach seine Kohle in wertsichere Sachen zu investieren. Klar, wertsicher ist momentan schwierig mit Products wegen der leichten Deflation, vor allem von Products. Aber ich sag's immer wieder, sobald die nächste Inflation kommt, sobald die nächsten fetten Upgrade-Events kommen und so, dann steigen die Sachen normalerweise auch wieder, vielleicht nicht im gleichen Maße, wie sie vorher gestiegen sind. Klar, das kann man jetzt nicht so sicher sagen. Aber sie verlieren auf jeden Fall nicht komplett ihren Wert. Also ihr müsst es mal so vorstellen, wenn ihr jetzt 500 Millionen Penya habt und der F-Coin-Kurs ist auch 500 Millionen und dann passiert aber irgendwas, ein neues Update, literally ein Update könnte jetzt bald kommen, ja, wo irgendwo ein Penya-Sink mit drin ist. Oder es ist kein Penya-Sink mit drin und die Leute wollen einfach plötzlich tonnenweise F-Coin oder whatever und plötzlich steigen die Preise extrem und ihr habt dann 500 Mio, waren 1000 F-Coin und jetzt plötzlich sind aber 500 Mio nur noch 500 F-Coin, wohingegen halt 100 A-Products, oder in dem Fall wären es 20 A-Products sind immer 20 A-Products. Klar, schwanken auch manchmal verlieren sie 10% Wert, manchmal gewinnen sie 10% an Wert. Ja, das ist natürlich ärgerlich im falschen Moment, wenn man dann Geld braucht und sie dann leider mit Verlust verkaufen müsste, theoretisch. Aber grundsätzlich, oder jetzt nicht nur A-Products, generell Cash-Up-Items müssen nicht unbedingt A-Products sein, die sind einfach deutlich sicherer, als einfach nur Penya rumliegen zu haben. Vor allem, wenn ihr wirklich, wie gesagt, so wie ich, sehr langsam, sehr wenig Penya macht, dann ist das einfach die absolute Go-To-Variante.
niemals mehr als, keine Ahnung, ein paar hundert Mio rumliegen zu haben, also mehr als 1.000, 2.000 F-Coin in Penya gerechnet, würde ich niemals rumliegen haben. Außer man hat genau einen festen Preis schon mit irgendjemandem vereinbart und weiß, okay, das Geld habe ich in 2, 3 Tagen maximal oder so, ja. Aber sobald man von Wochen redet, selbst bei einer Woche schon schwierig, sollte man dann wirklich eher an Cash-Up-Items denken und dann auch beim Verhandeln fragen, hey, passt es auch, wenn ich dir A-Projects oder S-Projects oder G-Projects vergebe dafür im gleichen Wert von wie viel auch immer, 100 Millionen oder so. Und ich denke, die meisten Leute würden da auch dann eher nicht Nein sagen. Aber gut, kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Ist ja auch nur ein Tipp, ja, kann ja jeder machen, was er will, letztendlich. Aber vor allem für Leute, bei denen es halt nicht so schnell geht mit dem Geld verdienen, da ist das auf jeden Fall sicherer und ja, sicherer. Mehr eigentlich nicht. Genau, aber das waren so meine Überlegungen. 150er Wild Set versus 150er PvE Set, beziehungsweise versus 28% Kinox Set. So klassischer Fall von Typ, der einfach herfliegt und direkt das Leveln anfängt. Oh ne, doch, ne, er will nur den Catcher. Ich wollte schon sagen. Paradebeispiel für Leute, die einem auf die Eier gehen. Aber in dem Fall tatsächlich nicht. Naja. Aber es ist komisch, dass er mit 2 Chars Catcher fängt. Und im High-Level. Das ist tatsächlich seltsam. Aber gut. Vielleicht war es nur Zufall, dass er jetzt den Catcher gebraucht hat. Egal. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Livestreams. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.